ich von Pisgahs Bett auf schon, die ganz erfüllt im Himmelsraum. Dann leg ich in den Wanderstab, dem aufstehende sinkt ins Grab. Ich gehe heim in Ewigkeit, gedenk ich dein, o Andachtszeit. Guten Morgen. Dat van een schijne gelegenheid om zondagsmorgens onze zolderlijke te verzamelen, gemeinschaftlich taub, s morgens an der Gebetsstund zu haben, gemeinschaftlich taub zu singen von dieser Andachtszeit und danach gemeinschaftlich taub im Wort Gottes zu checken. Dann sind wir der Haar von der von Wort von uns haben. Und mein Verlangen ist, da würden alle op zijn voor die Speise, wat de Haar von der von Seil haben. Ich weiß hier, die sind ja schon klar zurückgeht, ein paar Vers lesen, ich habe die kurz gelesen, und ich will die von der Ware lesen, von der Ursache. Psalm 112, Vers 1, 2 und 3. Psalm 112, Vers 1. Halleluja. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Lust hat zu seinen Geboten. Das Same wird gewaltig sein auf Erden. Das Geschlecht der Frommen wird gesegnet sein. Reichtum und die Fülle wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Wohl dem, der den Herrn fürchtet. Und dann redet von all diesen Segnungen, was wollen sein. Und das Geschlecht der Frommen wird gesegnet sein. In Reichtum und Fülle. Und wir wissen, wo die Segen im Natürlichen, im Geistlichen so da sind. Und ja, die Kinder Gottes. Und wir können es so erfreuen. Und das Wort Gottes, dort sagt uns zu essen wohl. Aber was sagt es für wen? Für die den Herrn fürchten, für die, die in Gottes Weg wohnen, der wird immer wieder gebetsvoll segnen, was erst den Herrn sein will. Und kommt taub, was andere Kinder Gottes taub. Am sein Deip und Deip ertan, was als Gottes will. Die sind so gesehen, das dort. Gott sei Dank. Ich würde fragen, wir passen als eine Abstunde zum Gebet. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir wollen die hochheben von des Morgens über alles, was wir dir erheben haben. Du bist der allmächtige Gott. Du bist, was Himmel und Erde gemerkt hat. Du bist der, was den Sinn geschickt auf uns zu erlösen. Du bist der, was den Helden Jesus gegeben hat. Du bist der, was uns den Wort hingelassen hat. Du bist der, was sich also viel und so kraftig bewiesen hat, was wir vertrauen, was sich von der war kraftig bewiesen, als ein allmächtiger Gott. Herr, wir loben dich, wir wollen dich erhöhen und wir wollen dich preisen, für wer die Beste Mutter ist. Den Himmlischen Vater, wir danken dir, wir weit du was von dir auch war, Geduld geben, wo immer deine Bauten gehen, gebetsvoll, sich über den göttlichen Wellen gebühren haben. Herr, du wirst dir da, aber den Segen, die zu beweisen. Himmlischer Vater, wir freuen uns, du von dir was Genug geben, und wir würden dich an alle aufsehen, für den Geist und den Wort. Aber alles, was du erhalten verherrlicht worden, auch in der Sonderschulklasse noch Haar, dass jeder Lehrer da, und jeder einer, was in der Klasse nennt, dass die wollen was schrien, was wir in Ewigkeitswert haben. Aber alles haben. Dass die direkt in die Gemeinde wieder was gebüht worden, und dass Gemeindes worden gereinigt worden, geheiligt worden, dass du die Kost bezeugen, mit göttlicher Kraft im Namen Jesus. Amen. Nummer 124.
Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an und selig will zu Gott bis hierher hat getan. Der ewig reiche Gott, hol uns bei unserem Leben eine Fröhlichkeit und eben Frieden geben und uns in seiner Gnade erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne und dem der beiden gleich im Himmelsthrone, dem dreieinigen Gott, als der anfänglich war und ist und bleiben wird, jetzt und immer da. Gut. Een schöner Morgen. En veel zijn top gekomen. We willen niet gemeenschaftlich top en woorden checken. Ik weet niet naar Holla, dat een ganz kurz rede ik aan Hebräer Kapitel 12, die eerste 3 Vers. Dat we abchecken Jesus. En besonders aan denkend dat we als Christen werden in Kampf te kämpfen. En in dem Sinn, dat wir wurden abchecken in Jesus, omdat wir nicht wurden an seinem Mut matt werden und ablassen, jo. Und von daher haben wir damit wieder zu merken, ein Klimbett in eine andere Richtung, aber nicht in unserem Mut Not nicht abzugeben. Ich will von der in dieser Eröffnung und Reden nicht meid worden. Die wissen alle, was das ist, was das meid war, nicht wahr? Und in der natürlichen Arbeit war manchmal sehr meid. Eins zum Wort nach der Uitdruck gebracht, dass ich sie einfach meist dood meid, nicht so. Wo meid kriegt erst ein Mensch, wenn er so meid ist, dort ist. Wie sagt manchmal sehr meid. Aber im Geistlichen, weil wir nicht meid wollen, wir wollen nicht abgeben, wir wollen mutig, Herr, was nicht wahr? Und dann viel Ursache, einmal war Herr, was zu gehen, wo wir hin, wir sind noch nicht bei dem ein. Wir sind noch nicht beim Abgeben. Und was würde nicht halten, wenn wir meist beim ein haben Mut geholt, ja, wir werden noch meid, und wir haben gekämpft, und wir dem irgendwann sagen, na ja, mir ist es bloß zu schwor, und ich sehe meid, und ich gleich alles haben. Wo würden es das gehen, wenn die Feuerwehr, wenn die 4 Messer ut haben, die Frieden, und so sagen die, bei uns kommen 4 Laschen, und dann 4 Messer ut, aber die werden so meid. Die werden alles handleihen, die werden alles abholen, und werden liegen lassen, und sagen, sie tun und reiben sich ut. Und die Täuschung ist nicht so. Das 4 wird frisch anholen, und ans grote Haus te branden war. Bloß de ween, dat die Feuerwehr abgeeft. Hört nicht. Deswegen, weil wir sagen, was liegt die Bibel ans, eben nicht meid worden. Nicht handleihen. Nicht abgeben, sondern die Fahrweg gehen. Gut, und da haben wir uns von dem paar Versen nehmen, in Galater, Kapitel 6. Galater, Kapitel 6, Vers 9 und 10.
Sagt, lasst uns aber Gutes tun und müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, ohne aufhören. Als wir dann nun Zeit haben, so lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. So, hier haben wir uns anspornen, nicht mehr zu werden. Wenn ein paar Vers vor dem lesen, dann fingen wir dort, dass diese Vers reden von, dass wir wollen arten, was wir sehen. Dort weit wir natürlich saß, getan wir Gott nicht vor. Dann natürlich saß erst, wie sehen wird. Und einmal hier wird die Former erst ganz glücklich mit dem, was das Jahr gesagt hat. Der freut sich, dass von dieser Sorte zu viel hat. Auf zwar Chemes bis Korn gesagt wird, geplant. Aber wir sind auch viele in anderen Kolonien, da wird viel verschiedene andere Dinge worden da gesät und geplant und so weiter. Und die Former ist einmal ganz wieder sagen, als eine Frau, dass das Jahr hat, rechte Zout uitgestreden. Ik vreem me. Der Volk is sehr gut und die Priester sehr gut und ich habe eine schöne Ahnung. Und die Form ist ganz lecklich dabei, nicht wahr? Wenn sie haft dort geahnt, was gesagt hat. Und das Wort Gottes sagt, dass eigentlich du noch ahnt, was wir sehen. Und dann weit wir dort, dann ist es wichtig, dass wir nur checken, was für eine Zout streben ut. Da wollen so eine Zout uitstreben, wo wir mit Gott feilen, dass wir die Zout uitgestreben haben. Wie es jetzt sagt, hier in Galater Kapitel 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten, sagt uns das Wort Gottes. Und dann sagt der 8. Vers, wer auf sein Fleisch sieht, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sieht, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Hier sehen wir, wo sie weit hineingehen, das sagt, wer auf den Fleisch sehen, der wird davon ernten. Das wird der Ernte sein. Am Fleisch gesät, bloß für sich gelebt, und da wird mein Fleisch interessiert, wird mein Fleisch jankert, ich gebe mir eine Last noch, ich lebe für mich selbst, ich bin selbstsüchtig, ich kann nicht Zeit für uns, ich lebe bloß für mich, und ich bin da, was mich interessiert, ich lebe es ganz für das, für das Natürliche, für das Irdische, für mein Körper, für Eten und Trinken, scheint zu haben und scheint zu leben, und ich nach oben in die Fleischeslast noch, ein Tag wird der Ernte sein. Aber dann sagt er hier, wer aber auf den Geist sieht, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Das ist der Unterschied. Aber der geistliche Sod ausstrahlen dann. Wir sind in Leib durch vor dem Herrn, wir sind ganz tapfer in unserer Arbeit vor dem Herrn. Und dann ist es wichtig, dass wir Zeit nehmen für die geistliche Aussaat. Wir wollen nicht lächerlich sein, der Eber, sondern wir wollen anwandern, Kern am Sod zu strahlen. Wir wollen nicht so leicht ans Trick tragen von das, sondern wir leben mit. Weil sie wollen einmal auch das ernten. Im Geist sehen und im Geist ernten. Das wird schön sein. Das ist von der Old schön. Dann denken, das wird aber allein, wird es sehr schön sein. Aber dann sagt es, das wird im Nähen erfahren, lasst uns aber Gott tun und nicht meid worden. So, wir wollen nicht meid worden. Leben wir Kampf von der Seele. Das ist einmal mit meid gewesen. Hast du einmal den Pfeil mal in den Kopf hängen lassen und abgeben? Jetzt wird das Wort Gottes sagen, wenn ich meid. Gib nicht ab. Wer war ich? Wir wollen nicht fahren, vielleicht war ich immer ganz kurz vor uns, weil wir dort eigentlich gehen, was wir haben. Vielleicht ein langer war ich, weil dem war ich gut, was der Herr uns hat. Aber nicht meid worden. Also hier, das meid worden, das redet von nicht abgeben. Wir haben einen Mann in der Bibel, der wir immer bis in der Stellung, dass halt Leben hat eine Ursache, dem Hand zu sagen und abzugeben. Hij weer meid. En hij had zeer groot Erfolg gehad. Hat gesehen, wo Gott sich bezeugt hat, wo Gott große Wunder deed. Und dann einmal hat es eine Früh, die geht nicht jeden Arm. Dort, wo Gott sich bezeugt hat, das war das Elia. Hat so viel gesehen, die Kraft Gottes wird 4 vom Himmel gefallen wir. Und er konnte die Balspriester, was den Aufgott dein, hat er alle abbringen. Nu ist eine Isabel, die sagt, morgen, was diese Zeit, ganz lange, was du gelebt hast. Und er jaft ab. Er jaft ab. Wir fingen von diesem Morgen, 1. König, Kapitel 19, er geht in der Wüste an. Bei dem lässt er sehen, danach, was er mit Amt abgehen hat, sein Deiner lässt er hingewiesen, und dann geht er eben die Engel allein. Vor einem Tag geht er wieder in die Wüste an.
En saß ik in een wachalderdool. En zei ik zo, nu is het genoeg. Haar nam in de zeil. Dat is nu lang nog. Ik wil niet weer. Die meid. Ik geef op. Toen wil ik nog wieder gaan. Als einer, wat veel geschafft, wat Gott hat wundervoll brücken könnt, einmal zat er in een boom en sagt, nu is het lang nog. Breiter en zaster, waar we zweimal ons gewoon in een boom door en sagen, nu is het lang. We hebben nicht meid worden. We hebben nicht abgeben. Er sind so viel Widerwärtigkeiten. Er ist einmal war so viel Krüt, nicht wahr, Ankrüt, wo wir ihn schaffen hatten, um die Art anzunehmen. Er ist einmal war so viel Eiersaft, wo wir ihn schaffen hatten, um die Art anzunehmen. Aber was passiert, wenn wir das nicht schaffen dann? Was passiert, wenn wir das Glück aldrig worden, ich habe die Art nicht annehmen, nicht wahr? Na, was alles Möglichste, was wir tun, met grote überzeugung, wat je schafft en wat studeert, wat ze past te doen. En er zijn grote toekomsten, wat opgekomen wordt, en wat je even checkt en je leert, wat je nog meer ervaring gaan, wat je nog meer van hem akker traagt, niet waar? En dat we alles aanwenden, wat je kan aanwenden, om de geradste aan te krijgen. Hoeveel meer zo wie im Geistlichen. Immer war es der toekomst, immer war es in ander ermutigen, nicht meid zu werden, nicht abzugeben, nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern verweichen. In der Kraft Gottes. Nicht mal an die eine Kraft. Oh, nochmal an die eine Kraft, dann gehen wir bald ab, ja. Dann lassen wir bald haben. Aber ich weiß noch, wenn es ginge, wie ich gleich mal sagen, zu wrestlen, ich gleich da mit meinen Brüdern, ich meine ältere Brüder gewinnen können, dann geht es gleich ab. Aber was im Geistlichen? Weil wir da einmal so noch abgeben, in der Antwort essen wird Gott es nur nicht abgeben. Wir finden hier, dass Elia, wir beim Abgeben, über das Haar, der weicht ihm ab. Wenn er abweicht, dann sagt er dort, du hast eine Korn mit Butter und du hast Brot. Nimm eine Art, Elia. Das ist ein langer Weg für dich. Elia hat Art, und lass ich bei der Hand schlafen wieder. Gott weicht ihm ab und sagt, Elia, das ist ein langer Weg für dich. Dann sagt Elia, hier im 10. Vers, ich kenne Kapitel 9, 10, Vers 10. Er sprach, ich habe geeifert um den Herrn. Hörst du mal? Elia, ein Mann Gottes, ich habe geeifert um den Herrn, wohn Herrn, den Gott Zebaoth, für den Reich schafft, in den Worthofchen Gott, ich habe geeifert. Denn die Kinder Israel haben den Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwischt. Und ich bin allein übrig geblieben und sie stehen danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Ich habe geeifert Gott, du weißt, was ich geeifert habe. Du weißt, was ich geschafft habe. Und mir wird am Leben gestohlen. Ich bin noch ganz allein ewig geblieben. Aber das ist lang nicht. Und der Herr sagt, nee, Elia, du bist nicht allein. Da sind noch 7000, was die Kneine nicht gebaut haben. Elia, du hast geschwind den Kopf hängen lassen. Du hast Ursache, den Kopf abzuheben. Elia, du hast Ursache, mutig vorwärts zu gehen. Gott doch nicht meid worden. Ja, auf einer Stelle, wo 4 Brecken da, in einer Stadt, wo oben Versammlungen wären, da braucht das 4 Uhr, und die Kirche begann sich am River. Und die Menschen rannen die Kirche raus und stellen sich in der Reihe an. Na, wird Butter geschabt am River, und Amasch wird bose in den Hecht gelegt. Hahn und Träge in der Amasch. So viel Butter als möglich seine Hecht zu kriegen, am 4 zu laschen. Manchmal mag ich so, dass die, was du im River steht, der Amasch verschabt, das sind eure Sünder mit so einem bloßer, sachlichen, schwachen Mann. Wieso stehst du hier? Wo sagt jemand, jemand stehen? Jemand muss hier stehen. Oder hast du von der klar, dass jemand muss hier stehen? Du, wo Gott die haben will. Wo Gott die Brücke will. Und du arbeitest, wo du bist für den Herrn. Hast du klar, hier muss jemand stehen? Hier will ich stehen? Sagst du, wo der Herr die Brücke will, wenn du nicht die geradste Verantwortung trägst in die Kirche, oder nicht die höchste Verantwortung trägst
die Kirche zu leiden und so wieder. Wo du stehst, von einer besonderen Ursache, auf irgendeinem Platz, so dass ich haben will. Kannst du von der sein, dass ich sie nicht meid, ich gebe nicht ab, ich sie da, wo Gott mich haben will. Und ich will wieder hier nicht heute mal schaffen. Ich will nicht meid worden. No, das schaffe ich nicht. Die gehen fair weg. Ich kann nicht alles anleihen. Hier muss jemand stehen. Weil man sagen, der Herr Jesus heißt ein sehr feines Vorbild, weil man drehen in Markus Kapitel 10, Vers 13. Markus 10, 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, dass sie anrührte. Die Jünger aber fuhren die an, die sie trugen. Das aber Jesus sah, ward unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, werdet ihnen nicht, dann sollt ihr das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen. Und der Herr zu sie legt die Hände auf sie und segnete sie. Weißt du, die will die Mamas, die brauchen die Kinder in Jesus. Jesus hat ja so viel getan. Der Herr Jesus hat auch einen Körper, was meid wird. Hey, hat auch einen Körper mit Fleisch und Blut am Jeften. Jesus meid geworden. Er wird krank, wenn wir meid worden. Das ist einer, der kann mitfeilen. Und das ist einer, der kann mitfeilen, der wird auch meid. Und dann einmal, da kommen die mit, mit ihre Kinder in Wellen, die nach Jesus bringen. Und die gingen die vor, dass sie mit an. Nu ist es allein noch. Nu ist es allein noch, was Jesus geschafft hat. Lass mich reden. Und Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, werdet ihnen. Was lesen sie wieder? Und der Herrste sie. Sagt mal Jesus, wenn ich meid wir, dann nehmen wir die Kinder. Sagt das uns noch. Und dann sehen die Kinder. In der Meidigkeit. Sehen die Kinder. Was ja wie von der nach damals ist schon Meidfall. Wir haben ja schon mal jemand Leute in der Kirche gesungen, Mede von des Tagesschlafs und saß der Abend. Er saß der Heiland abends hin. Wollte nur ein wenig rasten und dann wieder weiterziehen. Aber no, Jesus, er legt euch vielleicht die Arbeit an, er schafft. Wenn ich habe meid wir, dann ich gehe danach wieder. Er schafft herweg. Ja, du hast so viel zu tun, nicht wahr? Und bloß allein, mit bloß Geld tun, Gott allein wird uns nicht im Himmel bringen. Aber, wenn wir zum Glauben gekommen sind, wir bezeugen uns als Kinder Gottes, dann wollen wir auch damit beweisen, dass wir Geld tun. Und wir tun, ja. Und wir wollen nicht meid. Wir geben nicht ab. Wir gehen fair weg. No, du hast noch so viel zu tun, und wir geben nicht ab. Wenn China reit wir, bleib ich hier, wenn China reit wir die Arbeit zu tun, was zu tun fehlt. Was zu tun ist. Wo wird es fallen? Was man Bild machen, all die Heimen, was von der sind, wo sehr special Anrichtungen sind, wo Menschen gepflegt wurden. Wenn China wird diese Arbeit tun, wer wird es tun? Wie in unsere gemittelte Häuser, wie in unsere gemittelte Fortier, wie in unsere gemittelte Bereitschaft, wir können das alles so fein anstellen. Und das ist Fleisch und Blut, das Makelste dort zu bleiben, nicht wahr? Und wenn China diese Arbeit wird tun dort, was soll dann getan werden? So eine Frau, die ich mir da habe. Wir führen unsere Jassen nach Chihuahua Airport. Heel wenn je wees, die wollen hier bij Santa Lucia, bij dat kinderheim aanhouden. En heel bij de oom is er vriendschap te ben. Wir sagen, ja, das sehen. Weet je wel van dat heim gepflegt worden? 99. En die gute Ordnung zu sein, was sie da hatten. Einmal früher wohin sagt dort ein junger Port, und dort einer Port, und dort einer Port, und dort einer Port. 5 Stück. Oh, weet je wat? Jemand verstruft te zijn. Iemand die geen leer, wat gehoorzaam is. Die zijn verstruft. Zo'n heim is dit. Zeiden zij, wanneer van een paar gasten komen, niet, oder het heimen komen ze ganz verstaat zijn, en die hebben eine Belehrung gekregen, die brücken die Belehrung.
Die moeten dat leren. Wie früher, wo sind die Baden alle abgemacht? Die moeten dat gelehrt voor. Ja? En zo staat zijn de mensen, die nemen de tijd, en die wandelen aan, dan te zijn het inderdaad, die gingen die posteren kriegen. Weet je hoe interessant het weer? Een halve plaat op een golfel abgespeckt, en door die kerkje ijscream om den Platano schmieren, en dan eigenlijk gingen deze Platano, deze Banane da ab. En dat zag zo abgeriend, dat zag zo ordnungsgemäß, lange dash, en jeder naar zijn golfel, en uit zijn halve Platano, dem ijscream eram geschmiert. Dat is wel fijn. Einer, der immer nicht ganz reich, dann kriegt er den Fuß in die Belehrung, kijk je mal. Er resistiert. Wer wird alles doen? Aber wo wird alles dann beschickt worden, wenn bloß alle Menschen würden thuis in ihre gemütliche Häuser sein und nicht in die Arbeit gehen? So werden sie so viel Ursache zu danken von dir. Für alle, die in der Arbeit sind, in all die verschiedenen Heimen, wo geschaut wird, und dass die nicht meid worden, dass die nicht abgeben. Da sind die Altenheime, da sind die Kinderheime, da ist Luz in mi Camino, das Hilfscenter. Da sind so viele Städten, da geben Menschen ihre Zeit haben zum Opfer. Und es ist auch nachher noch Jahren geschafft. Ja, die Körper schon meid, aber im Geist wollen sie nicht meid, sie geben nicht ab. Das ist, was Gott sagt. Wir sollen nicht meid worden. Wir sollen nicht abgeben. Wir sollen Gutes tun. Nur, was sie gelernt haben. Und weißt du was, liebe Gemeinde, wir haben von der viel gelernt, Gutes zu tun. Das viel Hilferufe sind da. Und wenn wir nicht meid worden, mit zu horchen und sein, wo wir halten können, Segen zu sein, und dass ich wurde Arbeit hanleihen. Aber nicht alle dürfen die Arbeit dort tun, nicht wahr? No, nicht alle dürfen die Arbeit dort tun. Das wird nicht schaffen. Als jemand thuis bleiben und schaffen, und Geld verdienen, und dann, als es aber wichtig ist, dass wir nicht meid worden. Breiter. Dass wir nicht meid worden. Einmal war er bei der Kosten. Einmal war er anhalten. Das ist so viel beschickt worden. Breiter. Und even 16 halt eins bei der Kosten. Weißt du was, das ist so viel beschickt worden, dass die nicht sind meid geworden. Dass die einmal war er bei der Kosten anhalten. Und ich denke, wie gut ich das habe, dann zu sein, wo jene Menschen das haben, jene Port auf der Welt, lang nicht so gut als wir. Auch Gott bis dort weit auf in der Welt, ich kenne dich bei uns, herum. So viel lang nicht so gut als wir, und ich kann behalten. Wir können was anleihen, wir können sehen sein. Die wollen nicht meid, ja? Wir können Unterstützung geben, auf verschiedene Wege. Wir können sagen, wir beten für ihn. Wir können Mut sprechen und sagen, ja nicht ab. Wort nicht meid. Wir können Besuche merken, damit Mut merken. Ja, das ist sehr, wir können Gaben geben. Verschiedene Dinge haben wir tun. Darf nicht alle dort im Heim schaffen. Darf nicht alle uitwärtig auf Mission gehen und dort in Jan Kreuz im Messer schaffen. Aber irgendwer, was man da nicht wo. Und wo sind die, was in der Arbeit sind, was nicht abgeben, was nicht meid worden. Da muss sein in Matthäus Kapitel 10, Vers 42. Sagt Jesus, und wer diese geringsten einen nur mit einem Becher kalten Wassers trinkt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Seht ihr, was sagt das Wort Gottes? Einer, bloß von der geringste, was er sind, weil der wird mit einem Becher kalten Wassers. Jetzt wisst ihr alle, was das ist, was ich habe, ja? Das ist bloß ein Köffel, kaltes Butter, dann haben wir es alle. Und jeder einer hat tus Köffels, jeder einer hat tus Butter. Weißt du, was Jesus sagt? Doch bloß der geringste, wird in eines Jüngers Namen, in Namen Jesus, jemand einen Köffel Butter geben. Das wird nicht unbelohnt bleiben.
Auch belohnt worden. Ich habe gesagt, nicht wahr? Das sein, ich gehe nicht ab, ich will nicht mehr. Aber dann weißt du, das sind die großen Verantwortungen. Das sind die Väter im Heim mit der großen Verantwortung. Du hast die Mutter im Heim mit ihrer großen Verantwortung. Und das ist so eine Gefahr, mehr zu werden, nicht wahr? Manche Familie, manche Kinder. Dann hast du die Gemeinde, dann so viel Verantwortung, so viel Abgaben zu viel. Und einmal sagt ich hier und da, ein Bruder, das ich sie meid. Wie beleben sie uns dort? Wir fahren uns dort. So tritt man einen in ihre Hole und sagt, ich sie meid geworden. Und ich habe die Arbeit weit handgelegt. Ich habe versucht, Mutter zu sprechen. Bruder, ich habe nicht ab. Aber weißt du, was die Widersacher die tut? Er hat seine Meidigkeit an dir. Und desto mehr wir bloß wollen irdisch für uns leben, dass sie gerade auch unsere Meidigkeit wollen. Weil desto mehr wir haben von dem Haaren. Weil wir uns wollen auf den Altar hanlein zum Opfer. Und wir wollen was haben von dem Haaren. Desto mehr Kraft, was einmal war zugeteilt. Die auf den Herren Haaren kriegen neue Kraft. Einmal war ja nie Kraft, jo? Dann haben wir so eine Tabea in Apostelgeschichte Kapitel 9. Tabea ist wie eine Früh, was ein Hort hat für andere Menschen. Sie teilt auf, sie wird sehr behilflich, aber diese Tabea, weißt du, der wird krank und der starb. Dann kommen die Witwen, dann wiesen sie mal all diese Kleider, was diese Tabea genäht hat. Sagt mal. Der wie eine, was geschafft hat, hat sie starb. Hier kommen die anderen Weisen, was Tabea geschafft hat. So viel Gelegenheit, nicht wahr? Wo kun je ans? Ik ben zo dankbaar voor die Gelegenheit, wat er sind, und die Gelegenheit, wat er wahrgenommen. Ik ben zo dankbaar, want het jaar wieder durch, als wir hier waren, wo viel ist abgelohnt worden, und was war uitgevierd, manche Kranke, manche Arme, was das lang nicht so gut haben als wir. Was redet mein Hort? Gestern, wir haben noch viel genäht. Die haben vielmal tust du Arbeit liegen lassen. Das bin ich, dass die tust nicht Arbeit haben. Wir haben viel, was zu tun viel, sage ich manchmal, ja. Die leiten nur Arbeit liegen. Die fuhren zu näher rein. Und dann näht die da. Die nähen da für die armen Menschen. Weißt du was? Wenn ihr im Namen des Herrn Jesus tun, dann wird nicht unbelohnt bleiben. Aber das ist eine viel einfache Arbeit, eine viel geringere Arbeit als Tüß. Also hier ist schon nicht wahr. Ja, aber Jesus sagt, er wird nicht unbelohnt bleiben. So hiermit will ich besser Not nehmen. Und ich bete, dass Gott in der Recke sehen, wo drauf kommt. Die so viel angewandt haben, so viel Zeit, und einmal war er vor ihr, und nähen da für die armen Menschen. Ja, in jedem einen konnte ich aber passen, sind die kleinen Kinder, das ist ganz klar. Mal Zeit genommen für die Kinder, das ist ganz klar. Aber ich habe gestaunt, wo Mittag noch mit ihren kleinen Kindern nach Zeit hat, zu nähen für die armen Menschen. Weißt du was? Wenn ich im Namen Jesus dann, Wort nicht unbedingt. Wir lassen uns erst in Galater Kapitel 6, Vers 9 und 10. Was nicht vergessen, waren Arten und ab hier. Terwijl we moedig verder weg. Ik zet mijn titels aan, wil ik nog länger reden. Nog wo Jezus van reden deed, dat einmal wat gezegd worden, die haben mir das gedaan, die haben mir das gedaan, Matthäus Kapitel 24. Aber das ist ein Ausschnitt. Ein Mensch von sein, weiß nicht, was er alle getan hat. Weswegen weiß das nicht? Das Hort brennt für Jesus. Wir werden in Wirklichkeit, was zum Opfer zu geben. Wir werden in Wirklichkeit die Zeit haben zu leihen, die Hänge im Wort zu leihen,
en wat te doen voor mensen wat in nood zijn. Voor al die wat in de arbeid zijn, als in de verschillende comité's, als het in de heimen, waar het is, als we im Zentrum, wo je met halten doen, mijn gebed is, dat de Segen Gottes wird wieder aufkommen. Dat je wird mutig verweg kunnen schaffen en niet meid worden. En ik vraag, als je wil beten, voor de Dienerschaft, besonders voor de Leiders in de Kirche. Weet je wat, die verantwoording is van der sehr groot. Voor alles, wat opkomt dat, en das so dann toben dat, die verantwoording is sehr groot. Maar wichtig is het, je Schwester im Herrn, dat wir im Glauben stehen, dat wir sagen, wir wollen nicht meid. Und jetzt haben wir Mut, wir gehen verweg, wir gehen erstatten zu ihm unter. Und wir bühren Gott nicht durch. Psalm 127. Psalm 127. Du bist mein Ziel, mein Gott. Du bist mein Haupt, mein Gott. Du lässt mich keinen Tag allein. Du gibst mir Kraft, mein Gott, und ich vertraue dir. Du willst alle Zeit mein alles sein. Ich bin dein Kind, mein Gott, bin dein Geschöpf, mein Gott. Ich bin vor dir unendlich klar. Du machst mich groß, mein Gott, und machst mein Leben reich. Du willst alle Zeit mein alles sein. Ich preise dich, mein Gott. Ich danke dir, mein Gott, und stimme in das Loblied ein. Dass alle Welt dir trägt, den Schauden fasse ich. Du willst alle Zeit mein alles sein. Pífera tvoje sásti. Pífhundert tvoje sásti. Wolken gehen im Natur, sage es Jesus, und erdunkelt Gottes süße Liebe, sage es Jesu allein. Sage es Jesu, ist dein Bruder, dein Freund. Was es sein mag, was dein Herz erklingt, sage es Jesu allein. Will der Feind mit Macht dein Herz besiegen,
sage es Jesu, bist du kraftlos mit der Sünde zu kriegen, sage es Jesu allein. Sage es Jesu, er ist dein Bruder, dein Freund. Was es sein mag, was dein Herz kriege, sage es Jesu allein. Will der Sorgen natterlich bedecken, sage es Jesu, Angst und Not will dich so mächtig schrecken, sage es Jesu allein. Sage es Jesu, er ist dein Bruder, dein Freund. Was es sein mag, was dein Herz kriege, sage es Jesu allein. Sind es Trübsal oder sind es Freude, sage es Jesu, soll ich nichts von Gottes Liebe scheiden, sage es Jesu allein. Sage es Jesu, er ist dein Bruder, dein Freund. Was es sein mag, was dein Herz kriege, sage es Jesu allein. Nummer 290. Voor de bemerking tot im Chor dat de Bass haft door de letzte. Nou wil ik nog vragen, is het passend, we passend erst abzustimmen von der Leute sehen. Willst du tun, was du kannst für das Werk des Herrn? Willst du Seelen retten für Gottes Sohn? Und mit Freude und mit Liebe will ich und gern die Pfade öffnen zu Gottes Gnadenthron. Ja, für Jesu wirklich gern gedienen, gab doch sein Leben für mich hin. Niemals werde ich ermüde, bis ich ewig weine. Seine göttliche Liebe befreite dich, der Vergebung Freude war dir zuteil. Willst du tun, was du kannst, dass auch andere sich ihm ergeben als ihre Seele heil. Ja, für Jesu wirklich gern nieder, gab doch sein Leben für mich hin. Niemals werde ich ermüden, bis ich ewig weine. Willst du tun, was du kannst für den Wanderer, der den Weg der Wahrheit schon längst verließ? Willst du strahlen als göttliches Licht umher, das ihm heimwärts durch
ins Paradies. Ja, für Jesu wirklich gelitten, gab doch sein Leben für mich hin. Niemals werde ich ermüden, bis ich ewig bei ihm bin. Trotzdem. Willst du tun, was du kannst? Und dann werden du was Gedanken abzuticken, was wir dort wollen. Dann so scheint, dass wir können das dort sehen. Vielleicht habe ich dir gedacht. Leider, die merken einmal einen Unterschied. Einmal ein Part von den Gottesdienst. Ja, wir wollen uns Bulletin bechecken von der. Und erste Tag, so muss ich noch einmal sagen, da wir uns das wirklich morgen, von nächster Sonntag, dass wir vielleicht ein bisschen wieder in die Ferien kommen. Ein oder zwei, ganz besonders für die, die Kinder haben, Babys, dass sie da einen Platz haben. Wenn dort noch oben einen Platz bleiben, das ist okay. Weil wir wenigstens wieder in die Ferien, die nicht das Bedürfnis haben, dort zu wieder hängen. Und auch, dass allmählich erst die Kinder haben, dass die dit die Glasrüten kennen. Dit die Glasrüten ist ein bisschen anders. Das ist ein bisschen nur, das ist ein bisschen verbindlicher, gemeinschaftlicher. So werden wir den was tun, dass wir können, da das getragen sein. Und der Unterschied von hier so, was du nicht so groß ist, das verbindet sich da. Da kann Unterschied tun. Das muss uns aufmerksam merken, durch. Ans Aufruf zur Andacht, Jesus sagt, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glauben merkt den Unterschied. Und der Uing sagt, was ist selbst der glücklichste Mensch ohne Glaube? Eine schöne Blume in einem Glase Wasser, ohne Wurzel und ohne Dauer. Wenn du nicht glauben hast, sondern was anders, wo Entscheidungen hat, ein völliger Mensch ist, aber war es nicht ab dir. Gut, erstens sei wir hier, so wir haben es mal die Bettstunde gehabt, viel Worte an teilnehmen deuten, dann haben wir verschiedene Punkte gehabt, wofür gedankt im Gebet ist, das wollt wir, jetzt eint, wir haben was rein geschenkt, dass du all anfangen zu gehen, weil wir gewollt jetzt vier, was wir, da sind viele andere Kranke waren erwähnt, und was wir haben, dass wir auch sein dürfen, aber Jakob wir haben all dann, meist eine Weg 30 Minuten operieren, ich habe das für jeden abzutun, und sie sind hier von der all, und so die Präpa-Schüler, die Sekundarschüler will ich sagen, dass sie sind drei gekommen, wirklich, so sind wir auch dankbar für. Und so verschiedene andere Punkte werden so abgetignet. Und Schuljahr hat oft geschlossen, und Gott hat wir genug gegeben, so für ein Jahr, was hängen uns aus, und da wird all eindeutig gemerkt für das nächste Schuljahr, geplant und geschafft, so, da wir auch wieder beten, durchsichtig, besonders Dank unserem Herrn gegenüber, für die Anstrengung, für die Verantwortung, und auch für das weitere Jahr. Verändernissen, die gemerkt wurden, für mehr Anstrengungen, Verbeternissen und so weiter. So, ich habe beten. Wir können einen sehr aktiven Part tun in der Schule. Für uns für die Verantwortung, was da ist. Wir sind hier so für die Botschaft, für die Johann Klusen, Durango, so, willkommen hier so, der Botschaft. Wir sind hier so mit ihrer Familie Taub, zwei von ihrer Darstellungen, Wings, was hier so sind. Wenn die Schwiereltern wieder in Kanada, sind wir da drei hier so. Und so weit ich nicht, sind noch viel mehr, was da verreist gewesen, wenn ich gerade nicht gut an denk. Aber wir haben jeder einer willkommen hier so von dem Gottesdienst. Auch unsere Schule doch, immer besser, dass der Herr die der erst nicht in der Schule, dann seit morgen nichts, danach erst nicht. Aber hoffentlich bringen wir uns so gut als möglich und du wenigstens um Platz zu sein, der Herr die der, wo das möglich ist. Ein Friedensort als dir könnt ihr als Bomben, für das Wort von der. Bekanntmerkungen, erstens von der Hof 3 Nummer, ist Jungsten, all die Jugend das eingelut. Zweitens, von der Tag 7 zu, ist ein Programm von der Bibelschule Wapoka, wo du in die Hoffnung sein. Ziehungsgemeinde, so jeder einer willkommen durch.
En drittens, so, Primaria soll reingemerkt worden, dat wordt nu goed gedaan. Ik denk iemand schon als Montag, klok 5 Suves, all de Mana, wie Mana so, das geht nicht bis der wird in Primaria Kenia haben. Das alle Mana, so klok 5 all, so Beins reinmerken und verbüten, so was Ding. Wat noch mehr fehlt von früher und so wieder, da waren die Kommentare Arnen und so in ihr Hand und in ihr Säck. So, die dort kommt alle, merkt du sie mit. Und verdenkt sich erst dann, dass allgemeine Klok 8 Morgens, du sie Rente merken. So, weil wir uns verantwortlich merken, alle zu kommen, wenn das Mittag dann fertig ist, dann wollen wir uns so einen schönen Mittag geben und dann haben wir dann ein Haus. Aber nu ist dann die Primaria für nu, wegen in Sekundäre soll noch was geschafft worden. Weil wir uns das merken. Und vorzu muss ich sagen, dass der Jahresablauf von der Schule, die Blätter sind mit den Kindern nicht mitgeschickt worden, du wirst buchen, dass das neu wird. Aber nehmt hinter du noch die Lehen dort zu fern, die können die Aschers sich verantwortlich merken, dass die Schuleltern sich wollen, so ein Blatt nehmen, von wo das Schuljahr aufrahmen, der Jahresablauf von der Schuljahr 2021. Nächstens hier so Nummer 4 am Meldweg 9 Mars als Neerverein en leiding van Laverne en de eten jeweils zijn Tina, Vanman en Susie Peters 107. So, morgen dort durch so en war ich schon mal gemerkt, so wir machen das soll dir sein, not mehr und so zu nennen für das Bedürfnis. Vielleicht sage der Tag, habe uns viel Bilder checken muss, was das kostet zu sein, aber das geht ja um den Dienst, was wir sagen, und ein Glas Wasser. En dat zijn van de diensten wat de Herr geven, dat is niet Gelegenheid. Vijftens, klok 8 Suves erst een Bibelstunde, Meldweg Suves, jeder einer welkom. Also, eingelud. Sechstens, Sonntag klok 8 Suves Chorübung. Siebtens, Freitag klok 8 Suves als Jugendchor. Alle Jugend durch die Chorübung. Achtens, Sinnung klok 7 Mars, Mana, Junges Gebetsstimme. Junges, die zijn alle eingelud durch. Stelt de klok een beetje tegen aan, dan zijn we ons deze Sinnung klok 7 Morgens. De Fürbitte hadden we al een beetje erwähnt, Bruder Jacobi separiert, ze zijn nog meer kranken, wat de dag in tijd zijn. Die legt het ook ganz besonders aan voor de Reparatoria, dat Gerato wordt geplant wordt, dat de Haar wordt diesen Wohnweg te doen, wat schikte niet met de schoof, zo zal dat alle gedaan worden. Zijn verantwoordelijk wordt hier schaffen, dat de Herr wordt wiesen, wat te doen, wat van waar te doen, dat wordt in zee zijn voor de gemeente. Almosen, laatste zondag 18.770 peso en $112. Hier mochten we nog zeggen dat de Bibelschool in Nijstedt, waar ze van onze broeder aan deelnemen doen. En de tweede groep wat ze daar gaat, die wordt in augustus para Anfang. En die hadden ze gedacht, die hebben al rondgecheckt en fangen aan te vragen. En wat vielleicht kunnen Kandidaten zijn. En wat gaat het dus, dat is een gemeindebibelschule. Dat gaat door aan zo'n wat dus in de gemeinde wel verantwoording gaan. Wat einfach wel een Bibelkenntnis brauchen voor het wohl, voor de gemeinde. En voor de geistliche Reife, nicht um einen dicken Kopf, aber um ein dickes Hort kriegen, was der Dein dat. Wie checken, wann können Kandidaten du versehen, das begrenzt, wofür du so jeder zum Mädchen teilnehmen. Wenn du so einer oder andere sein, ich habe das Verlangen, ich habe eine Bürde, ich mag dein, und ich mag meine Bibelkenntnis kriegen, dem Herrn einfach mit mir gut zu dein, dann merkt ihr an uns nun, wir machen nicht auf einmal jemand über sein, wer du so gut ein Kandidat sein verdient. Dus de gemeente te buren, dus aan de Bibelschool deel te nemen, wat dus ab 3 jaar randet. So einmal de Monat opkomen met huisopkomen fashion. So, zullen ze zijn, maalt je bitte en dan werden we dat betrachten. Hast du noch wat du vergeten hast? Okay, gut. Dann haben wir wieder das Wort von Johann. Gottes Segen. Guten Morgen, liebe Versammlung, liebe Schwester. Ja, ich will Ihnen grüßen im Namen Jesus Christus. Ja, der Herr, der ist von Arbeit, der Herr hat sehr wirklich
gesegnet. Und da sind wir sehr dankbar für. Und ja, wir sind auch dankbar für, dass wir dürfen hier von der und jene mit sein. Das war schon eine Zeit 3, ich weiß auch nicht gleich, wann das wir, wenn ich nicht frisch am Kanal gekickt, aber eine Zeit 3, dann stimmt mir nun für diese Abruf hier, Botschaft zu haben. Und so war ich dann jetzt nicht gut dafür, für hier ankommen. Und aber der Herr, der auf die Landen dort nu nicht Gelegenheit gibt, dass wir hier dürfen sein und wir freuen uns dazu. Ich weiß, wir freuen uns tüß in der Gemeinde, immer wenn du Gas kommt dann. Und ja, wenn du das nicht freut, das ist wir haben vor andere Glaubensgeschwister besiegen. Wenn wir sagt daran noch Frauen sein, aber der Glauben an Jesus Christus, dort trägt hoop. Dat spitst te veel, man, dat Kinder Gottes zijn. So, dat fällt sich dann top getragen, dat fällt sich ja, nur ein. Sehr schöne, wertvolle Einleitung gehört hier von Prediger John Unger. Ganz besonders schon gedacht und nicht mitwollen. Und wo braucht das ja, man nicht mitwollen down, nicht mitzuwollen, braucht das dort wie top schaffen down. Dat we alle onze arbeid doen en dat we dat ja voor Jezus Christus tragen doen. Ja, dat niet bloß woord en dat ja tragen doen, woord in de arbeid zijn en woord niet. So, om niet mee te worden, dat is zeer wertvoll, wanneer we top schaffen doen. En we hebben dat top met dat thema waar ik veel voor de Herr mir auf die Leuten hat zu reden von der, und dort nennt sich die Einheit und Einigkeit der Kinder Gottes. Wo Kinder Gottes sollen eine Einheit in einen Einklang top schaffen. Und dort werden wir uns in ein lesen aus Evangelium Johannes, Kapitel 17. Von meinen Bibelversen, wo ich angeben da hier, auf Plotitsch lesen. Ich habe es nicht ein Problem hier beginnt. Ich hatte hier auf Plotitsch. Und dann in Evangelium Johannes Kapitel 17, von Vers 1 bis 26, ist ein Wort, was wir lesen wollen. Und sehr wertvoll und interessant, ein Wort wir da haben, wo Jesus für seine Jünger beten wird. Wo Jesus dann gebeten hat für seine Jünger. Und er bet in dit Gebet dat seine Jünger, seine Nachfolger wollen behouden bleiben an der Wahrheit. Er bet hier nicht zu Gott für seine Jünger, dort Gott ernst soll aus dieser Welt rausnehmen, gerat zu sein, erlöst zu sein. Aber er bet für, dass sie wollen beschützt bleiben von aller Weise, wo die Sucht von den Menschen mit Profite versegnen von ersten Tag. Und du sind Eigendü mit eingeteilt. Und das Gebet, was Jesus gebeten hat, und das ist sehr wertvoll. So, ich wollte hier mal lesen, Evangelium Johannes 17, von 1 bis 26. Und dann, ja, was sein wird, wenn du wieder lernen kannst, dort ein. Ja, Jesus betet für seine Jünger. Als Jesus das gesagt hat, guckt er ab im Himmel und sagt, Bruder, die Zeit ist gekommen. Merkt ihnen sehen herrlich, dort ihn sehen, die auch verherrlich. Du hast ihm die Vollmacht über die ganze Menschheit gegeben, all die, das ewige Leben zu geben, die du ihm gegeben hast. Das ewige Leben ist das, dort sie den einzigen wahren Gott in Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. Ich habe die, ab die ihr dadurch verherrlicht, dort ich das Werk verrecht habe, dort du mir gegeben hast, zu tun. Und Vater, nu verherrlich mich bei die mit der Herrlichkeit, der ich bei dir hat, euer der Welt geschaffen wird. Ich habe die Menschen, die du mir in dieser Welt gegeben hast, mit deinen Namen bekannt gemerkt, dort werden dienen, und du gibst mir die, und die haben dein Wort geholen. Nu weiten sie, dass alles von dir kommt, was du mir gegeben hast. Die Wert, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben. Sie haben die angenommen und weiten wahrhaftig, dass ich von dir gekommen sie und glauben, dass du mir geschickt hast. Ich frage an,
ich frage nicht für die Welt, aber für die du mir gegeben hast, willst dort sind dienen. Alles, was ich habe, es dient, und alles, was du hast, es dient. Und ich sie an verherrlich, und sie nicht mehr in dieser Welt, aber diese sind in der Welt. Und ich komme nur die, Herr Vater, hol die sicher in deinen Namen, den du mir gegeben hast, dort sei eins sein, so als wir eins sind. Solange als ich bei an wir, hielt ich an deinen Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe nur an abgepasst. Keiner von an ist verloren gegangen, bitte der einer, der verloren gehen muss, dort so Wort, was geschrieben steht. Aber nu kom ich nur die, in dit drehe ich in diese Welt, dort sie meine Friede voll und ganz an sich haben können. Ich habe an den Wut gegeben, in der Welt ist anfindlich, will sie nicht von dieser Welt sein, jürut so als ich auch nicht von dieser Welt sehe. Ich frage nicht dafür, dass du an aus dieser Welt nehmen sollst, aber dass du an für ein Bösen bewahren sollst. Sie sind nicht von dieser Welt, jürut so als ich auch nicht von dieser Welt sehe. Hält an der Wahrheit, dien Wort als die Wahrheit. So als du mich an der Welt geschickt hast, habe ich an der Welt geschickt. Ich heil mich selbst an, dass sie auch durch die Wahrheit geheiligt wurden. Ich frage nicht bloß für diese, aber auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben worden. Sie sollen alle eins sein, so als du, Vater, und mich, ich und die, dass sie auch an uns eins sind, so dass die Welt dort glaubt, dass du mich geschickt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben, dass sie eins sein möchten, so als wir eins sind. Ich und an und du und mich, dass sie ganz eins sind, dass die Welt durch uns sein kann, dass du mich geschickt hast und an so gut bist, als du mir gut bist. Oder ich will, dass die du mir gegeben hast, auch du sind, wo ich sie, und dass sie meine Herrlichkeit sein, die du mir gegeben hast. Du wirst mir gut, ehe die Welt ihren Grund hat. Gerechter Vater, die Welt hat die nicht gekannt, aber ich kann die in diese Weiten, dass du mir geschickt hast. Ich habe an mit deinen Namen bekannt gemerkt und war dort wieder donen. Dort die Leib, mit der du mir gut wirst, an seine Macht und ich an. So, das ist ein Gebet, was Jesus beten deut, euer Heim im Himmel fahren deut. Und mir sollten sehr wertvolles Gebet, was Jesus dann gebet hat. Und alle Einzelheiten, was er dann hat, was er dort mit annehmen wird. Und dort, was mir besonders viel wird, ist, dort er dann für all die Christen, die nur her nach würden sein, gebet hat, dass die würden beholen bleiben. So, das Gebet ist von dem noch jährlich. Und andere wird können sagen, Jesus, hij betet Gebet alle Tag nach dort bei ans Vater im Himmel. Und hij betet hat, dort wir möchten beschützt bleiben von all die Versuchungen, was die so tun, Raum mit uns zu versuchen. Und viele Menschen von ersten Tag, die besonders so, was die abgeben down, was die mitwollen down, wo wir eine Einleitung von haben, die würden das Leiste geben, dass die so tun, der ist so mächtig, und kann bloß nicht mehr die gehen stehen. Und aber die so tun, der ist nicht mächtiger an uns, als was wir am Gelegenheit geben wird. Wenn wir in Jesus Christus sind, dann sind wir beschützt, dann sind wir bewahrt. Wenn Jesus hat in das Gebet, dass wir möchten von der Böse, von der Schlechte bewahrt bleiben. Und wenn wir an Jesus sind, dann ist das Gebet jährlich für uns und dann können wir beschützt und bewahrt bleiben. Ja, so dass wir euer Herr Jesus sterben sollen, nahm er von seinen Gängern Abschied und er betet Gebet. Und er, das ich erwähnt habe, er betet nicht dass sie sollen in diese Welt zurückgenommen werden, aber er betet dass sie möchten erholen bleiben und dass sie möchten können eine vollkommene Friede und eine Heiligung leben und beschützt und bewahrt bleiben. So, wir wollen uns Punkte betrachten,
von die Einheit der Kinder Gottes. Erst ein Punkt, was sind das Verfolge? Was bringt der Verfolge mit sich, wenn Kinder Gottes sich nicht einig sind? Da hat Jesus auch viel Gebet und das Gebet, dass die Kinder Gottes, dass seine Kinder sich möchten einig sein. Dass sie sich möchten einig sein, und dass die Welt dort erkennt, wer Jesus ist. Dass die Welt dort durch die Einigkeit von den Kindern Gottes, durch die Liebe von den Kindern Gottes, wo Jesus kennenlernen. So, ja, bis kort, erst hier so ein paar Punkte, ein paar, ja, von Folge, wenn Kinder Gottes sich nicht einig sind. Der erste Punkt ist, dass wenn Kinder Gottes sich nicht einig sind, dann dürfen wir uns Herrn Jesus betrieben. Denn wir würden auf keine Weise wollen, Jesus traurig machen oder ja. Wir würden auf keine Weise wollen, uns Herrn Jesus betrieben. Jesus wird alles zu tun haben für uns, damit wir dürfen gerat sein, erlöst sein. Jesus hat sich dort am Kreuz, gekreuzigt worden, am haben sie verschlagen, am haben sie am Gesicht gespäht, am haben sie verspott. All das Schlechteste, das Gerechteste, was wir uns denken können, haben sie Jesus zu tun. In der Heiland, der Jesus Christus, er gibt sich er lässt sich am Kreuz nageln, und er starb für uns, für unsere Sünden. Dass unsere Sünden können getilgt sein, dass die gewaschen sein. Weil über 2000 Jahre drei haben wir all unsere Sünden betult. So, und wir haben das dürfen annehmen, und bis an die Tag an, was Jesus alles zu tun hat für uns. Was er sein Leben gegeben hat, und wenn in seinem Gebet wie hier, dass seine Jünger möchten eine Einheit schaffen, dass die möchten top sein, dass die Welt dort wieder erkannt, dass er der Leben ja Heiland ist, dass er sich für die Welt gegeben hat. So, wenn Kinder Gottes sich nicht einig sind, dann wird uns Herrn Jesus betrieben. Ja, wir können auch sagen, dann, ja, Jesus wird dann aufgeschoben, und Jesus wird gekriegt, Jesus wird verspott, Jesus wird verspähen, Jesus wird verschlagen, wenn Kinder Gottes sich nicht einig sind. So, das ist ein trüge Ding, was passieren wird, wenn Kinder Gottes sich nicht einig sind. Und wir denken dann, wo geht Eltern dort? Eltern, die ihre Kinder lieb haben, und die Kinder, die wachsen ab, und Kinder sind sich manchmal nicht mehr einig. Kinder, ja, vielleicht fangen sie, sind Städten, wo Kinder da manchmal glauben, der eine Weg zu gehen, und fangen vielleicht an, jene Eltern zu sein, oder unter sich sind sich uneinig, und dort wird Eltern betrieben. Dort wird Eltern schwor merken. Eltern mit ihren Kindern lieb haben, die merkt das schwor. Die merkt das besorgt. Kinder, die nicht ihre Eltern lieb haben, ich wirklich würde erklärt, ich komme mit dem mitfallen, wie haben unsere Kinder lieb. Und so Eltern mit Kindern lieb haben, die betrifft dort, wenn die Kinder sich uneinig sind. Ich gebe uns ein kleines Bild, was uns Herr Jesus dort geht. Uns Herr Jesus wird sich hingegeben für uns Leben, was unsere Sinn betont hat dort im Kreuz, was die Leben hat dafür. Und er hat fertig im Gebet, dort, wenn wir uns möchten einig sein. Und noch ein Ding ist, dort wird uns eine Schandflecke in uns Leben geben. Wenn wir als Christen immer einmal eine Uneinigkeit unter uns abstehen, dort wir uns nicht einig sind. In der Welt, die sind dort, Menschen darum, die sind dort, durch Uneinigkeit, manche Kinder Gottes, dort ein sehr schlechtes Bild bringen wir ab uns. Eine Schon bringen wir ab uns. Ein sehr unangenehmes Bild, ja, dort. Wenn Kinder Gottes sich nicht einig sind. Wenn durch die Einigkeit und durch die Liebe, sagt Jesus hier, soll wieder beweisen, dass er der Rader ist, dass er der Heiland ist. Für alle Menschen, die noch nicht Jesus angenommen haben, wird von diesem Tag noch in diesem Leben tun. Die braucht, dass die in Licht sein tun. Und wenn die nicht kann, in Klarheit, in Einigkeit von den Kindern Gottes, das Licht sein kann, wo sollen die dann zum Licht kommen? Wenn die anfangen, nur die Wahrheit zu sehen, sondern wird nicht in der Gemeinschaft mit den Herren leben. Ich habe selbst von Vertrauen, von was uns zu tun hat,
Wenn wir an Glauben an Jesus Christus leben deuten, dann wir sagten nur Wort. Wir sagten nur Einigkeit. Wir sagten nur Leib. Wir sagten nur Friede. Und dort ist, was Menschen damals von der auch tun. Und wenn sie dann nicht kennen, der Einigkeit in der Leib, manche Kinder Gottes fängt in sein, wo sollen sie dann zum Glauben kommen? So, wir haben das alle gebraucht. Dort wir ein klares Licht sein deuten, dort wir Einigkeit sagen, dort wir durch die Menschen ans Herrn Jesus umfang live zu haben. Ja, klar, durch sein Wort, ja. Aber durch sein Wort, ja, da wird zum Glauben gekommen und dort muss wir dann noch wiesen. So, in der Folge davon, wenn Kinder Gottes nicht einig sind, dort eine große Schon. Bringt eine große Schon ab uns. Auf einer Stelle sagt Jesus, wir sollen das Salz von der Erde sein. Das zeichen, wo das Salz überdampft worden ist, womit soll es dann gesalzen werden. Das ist ein Part davon. Wenn Kinder Gottes sich nicht einig sind, dann dort wird, was danach gesagt wird, wenn wir vielleicht Menschen wollen anladen zum Gottesdienst und so wieder, dort trägt euch. Wenn dort Salz, dort ist Damm geworden, da hat euch mal den Geschmack. So, dort ist zu Schanden geworden. Und dort ist ein sehr trübe Ding, wenn das passieren wird. Das passiert, wenn da eine Uneinigkeit ist. So, Jesus sagt, dass wir sollen uns einig sein, dass heute in der Vater sich eins sind. Und noch ein Ding ist, wenn wir uns nicht einig sind, wird das andere Menschen teilhaben von der Bekehrung. So, wir würden auf keinen Weg haben, dass irgendjemand so verloren gehen in Jahr. Wir haben das gebraucht, dass wir haben andere Menschen gebraucht, um dass wir zum Glauben kommen deuten, was sie Wort angenommen haben. In der Stadt haben wir sie Wort kennengelernt, und wir sind zum Glauben gekommen. Und so braucht es auch, dass wir dort wieder reden tun. Dass wir nicht wollen ein Leben führen, wo wir mit anderen Menschen wollen einmal treu bleiben von der Bekehrung. Wenn jeder einer merkt für sich persönlich eine Entscheidung, ob sie Jesus will annehmen oder nicht, aber wie machen uns Porte zu tun, dort Menschen können getroffen werden. Dort hat Jesus uns hier präsentiert. Er hat noch Geduld mit uns und er hat eine Arbeit für uns, was wir tun sollen. Vers 21 steht dort, sie sollen alle eins sein, so als du Vater an mich und ich in die, dort sie auch an uns eins sein, so dass die Welt dort läuft, dass du mir geschickt hast. So, er hat an sein Gebet klar gesagt, dass die Einigkeit braucht dort, dass die Welt dort erkannt, dass die Welt dort glauben wird, dass Gott Jesus geschickt hat, uns zu raten. Durch Evangelium Johannes, Kapitel 13, Vers 37 sagt dort, wenn je Leib euren unterhaben, wird allemal sein, dort je meine Jünger sein. So, die, wer Jesus nicht kann, die Menschen, die Jesus nicht kann, die kann dort und die Leib, was manche Kinder Gottes ist, kann sie dort erkennen, dort sie wirklich das Wort wahrhaftig gehören tun. Dort das Wort Leben nicht ist, dort das wirkliche Leben ja Gott ist, wo sich anholen tun. So, das sehr, sehr viel in der Welt, wenn die Einigkeit ist. Und dort wir uns einig sind, und einig eine Top in Arbeit schaffen tun, in der Gemeinde und für den Herrn Jesus Christus. Dort Jesus kann die Luft in gepreist werden durch uns. Und wenn wir uns nicht einig sind, Uneinigkeit in der Gemeinde ist, oder man die Kinder Gottes ist, merkt uns das selbst eigentlich nicht. Ich wirklich, ich kann ihn euch, ich wirklich, was die Verhältnis ist, was die alle schaffen tun, oder, ja, was die durch die Leute durchführen sind, oder haben die tun, was immer. Aber, ich glaube, wir haben alle dort erfahren, wir werden alle mit erfahren, sein können, dort, wenn wir uns uneinig gewesen mit jemand, dort haben wir uns noch keinem gemerkt, glücklich fühlen. Wir haben uns noch niemals gut gefühlt, wenn wir uns dann eine Uneinigkeit war mit anderen Geschwistern oder vielleicht eine ganze Gemeinde, wenn man eine Uneinigkeit abstunden wird. Oder zwischen Heim, wo immer das ist. Wenn du eine Uneinigkeit oder eine Leiflosigkeit abstunden wird, haben wir uns noch kein mehr gut fühlen. Die so tun, die bilden den Mensch an, dort wenn du die Reichen wirst, dann wirst du die gut fühlen, dann wirst du kriegen, was du wirklich verdient, vielleicht was.
Jawel. Aber in Wirklichkeit haben wir uns dort noch niemals gemerkt, glücklich feiern. Wir feiern uns immer glücklich, wenn durch Leiflosigkeit passiert ist oder Uneinigkeit. So möchte der Herr uns dort segnen, dort wir an dort Wohlstand tonehmen, an der Einigkeit, wie in der Welt, die brückt dort. Das ist ein bisschen Verfolge davon, wenn Kinder Gottes sich uneinig sind. Und Jesus sagt, wir sollen uns einig sein. Nächstes ist ein Wort von der Hinsicht, sind Kinder Gottes dann ein? Wo kann Kinder Gottes in Einigkeit leben, wo Jesus hier von reden wird in seinem Gebet? Das sagt, dann sind alle von Gott geboren. Und Evangelium Johannes 1, Vers 11, der 13 sagt dort, er kam nur das Singen, aber die Singen nehmen ihm nicht ab. Aber all die, die ihm abnehmen, in uns seinen Namen glauben, für die Macht, Gott seine Kinder zu werden. Die sind nicht durch Blut und nicht durch fleischliche Verlangen und nicht durch irgendeinen Mann sein Willen geboren. Nee, die sind von Gott geboren. So, wahrhaftige Kinder Gottes, das sind die, die wirkliche wahre Geburt erfahren haben. Wat den Sinn, ihr ganzes Leben Jesus gegeben haben, dat den alle Menschen getragen und den Nien angetragen. Das kindlich vom Nien geboren sein, in der wahrhaftigen Bekehrung. Das ist nochmal gesagt worden, es sind schon da viele Menschen, die haben so eine Pappje-Bekehrung, oder Stufje-Bekehrung. So, nach den Kindern, wenn die naht sind, dann mir altes besonders, dann gleich die Stufje spielen. Die gleichen Stufje spielen, und sie haben da ein Däschchen, einen kleinen Ofen, und verschiedenste stellen sich ab, wo dann soll die Kirche verstellen, und dort wohnen sie verstellen, und sie spielen Stufje. Also sie spielen was ähnlich ist von der Wahrhaftige, und sie haben einfach genehen mit Stufje spielen, und das ist aber nicht das Wahrhaftige, nicht so. So, wahrhaftige Kinder Gottes, das sind die, wat ook eine wahrhaftige Bekehrung durchgeführt sein. Wat ihr Leben ernst nehmen dann. Wat nicht sie Christen an, wees ihre Freund, sie Christen an, oder wenn die Eltern mal haben, sie sollen sie Christen an. So, Kinder Gottes, das sind die, wat wirklich von Gott geboren sind, wat von ihnen geboren sind, wat dort Erlösungsweg angenommen haben, wat Jesus Christus für uns verbracht hat, dort am Kreuz auf Golgatha. Om in der Einigkeit zu leben, wo Jesus hier von reden wird, dann braucht dort wahrhaftige Christen. Dann braucht dort Christen, die heute am Tier brennen für Jesus Christus. Und sie können sein Willen übergeben, Jesus ungeduldig sein. Sie gehören, die wahrhaftige Christen, die gehören alle zu einem Körper, wird in 1. Korinther 12, 13 verreden wird. Sagt, wir sind alle durch einen Geist und einen Körper angedeutet. Ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder Freie, und wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Römer 8, Vers 9 sagt, aber ihr seid nicht im Fleisch, ihr seid nicht im Geist. Aber ihr seid nicht im Fleisch, ihr seid im Geist, wenn Gott sein Geist wirklich an ihnen wohnt. Wenn aber irgendwer nicht Christus sein Geist hat, der ist dann nicht einer von den Singen. Pfizer Feier verstärkt zu tun, als sagt, beleidigt Gott sein Heiligen Geist nicht, weil der Geist als Gott sein Teken, dort heu ans Ehend. Die Garantie, dass die Tag kommt, dass wir hier rückgeraten werden. So, wer wirklich von Nien geboren ist, der gehört zu den Leib Jesus Christus. Denn der hat den Heiligen Geist gekriegt. Der hat das mit den Heiligen Geist gefällt worden, wo Jesus von reden deed, euer Herr im Himmel fahren deed. Dann seht er, dass seine Gänger dort wir besser verarmt, wenn er hier aufscheiden deed, er wird im Himmel fahren deed, und er wird in andere Tröster schicken, wo er wird mit dem Bier sein, bei der Welt ein, den Heiligen Geist. Und bei der wahrhaftigen Bekehrung, so kriegen wir dann noch den Heiligen Geist, wo uns leiden führen deed. Wenn Jesus hat das versprochen. Jesus verspricht, dass er mit dem Bier sein, und der wird uns in alle Wahrheit leiden. Und so eine Menschen, die nicht eine wahrhaftige Bekehrung gekriegt haben, die den Schien geben von der Bekehrung, die haben dann auch wahrhaftig diesen Heiligen Geist,
wat en alle wat het lijden deed. Wenn dat schoft wij. Bloß die, wat de wahrhaftige bekering erfahren haben, en wahrhaftige kind Gottes, von gefällt zijn van des Helden Jes, wo het hier van reden deed. Nächste denke, sie haben alle dieselbe Hoffnung. En ja, dus een zeer grote Ding aan de Hoffnung. 1. Johannes 3, vers 1 tot 3 zei, seid wat de Vader ons van de leven seid wat de Vader ons van de leven bewezen heeft, dort wie Gott seine Kinder genannt worden. En wie sind das wirklich? Die Welt kennt uns nicht, weil sie nicht kennt. So, wenn Kinder Gottes sich, Menschen sich bekehren, die worden ein Kind Gottes, dann einmal nach 40 so, dann sind sie mit so Frauen, vielleicht Freunde, was sie gehört haben, aber bei der Welt. Sind an so Frauen. Und hier seht ihr auch, dort, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, dann kennt die Welt uns nicht, weil sie Jesus Christus nicht kennt. Und ihr seht hier, seid, was die Vater uns von der Leib bewiesen hat, dort wie seine Kinder genannt wurden. So, weil wir uns das wirklich wird, dort wir dürfen Gott seine Kinder genannt wurden, dort nicht bloß Menschen uns verunkehren, für Christen, uns für Kinder Gottes unkehren, nicht bloß ab dort gehen, dort wollen wir sein, wir sind ein Kind Gottes, aber, sondern dort die Vater, dort Jesus Christus, was uns Herr und Heiland ist, dort er uns wirklich seine Kinder nannt, weil wir uns das wirklich wird, und wir dürfen seine Kinder genannt worden, und wir dürfen das Leben gehutning haben, was er für uns hat. Noch ein paar Vers mehr, 2 und 3 sagt er, liebe Freunde, wir sind nu, oh Gott, seine Kinder, dort ist aber noch nicht verdammt gekommen, was wir nu hier sein wollen. Wir wollten aber, wann er kommen wird, dann wollen wir so sein, als er ist, und wir wollen so sein, als er ist. Und jeder, der seine Hoffnung auf Christus hat, wird sich reinigen, so als er auch rein ist. So das geht hier eine lebende Hoffnung. Wir als Kinder Gottes, wir dürfen eine lebende Hoffnung haben. Und da braucht dort, wie an diese lebende Hoffnung leben dann. Wahrhaftige Kinder Gottes, die haben die lebende Hoffnung, Jesus Christus ein Tag zu begegnen, Jesus Christus ein Tag von Eeuw zu Eeuw, von Ungesicht zu Ungesicht sein, so sei es. Wenn dort verspricht Jesus uns, so wenn er wird weiterkommen, dann wollen wir am sein, so sei es. Und dort ist eine lebende Hoffnung, was wir dürfen haben. Sehr viele Menschen von diesem Tag, die gehen ab, dort sie hoffen, sie wollen gerat sein an jeden Tag. Dort an jeden Tag, aber wenn Jesus wird weiterkommen, dann wird sich dort ausweisen, ob dort geglaubt hat, dass ich im Himmel sein oder nicht. Sie hoffen ab, dort wird ausreden. Sie hoffen, sie wollen genug Gutes zu tun haben, um Jesus einen Tag zu begegnen. So eine Hoffnung ist dort ist eine sehr döde Hoffnung, kann sein. Eine sehr wertlose Hoffnung. Wenn Jesus sagt, dass wir dürfen eine lebende Hoffnung haben, dann sagt jeder, der seine Hoffnung auf Jesus Christus hat, der wird sich dann noch reinigen, dass er rein ist. Jesus, wir ein wahrhaftiger Sehen Gottes. Jesus, lebt ein wahrhaftiges Leben. Und Jesus, hat uns genug hingelassen, dass wir Krankheiten können, der sein wird, wo zu leben. Und wo uns zu reinigen. Wo wir wollen reich tun für Jesus. So wir dürfen eine lebende Hoffnung haben. Und die lebende Hoffnung, die hilft uns die Klarheit, ein Tag Jesus zu sein. Mit allem Tod und der Herrlichkeit zu sein. Und die lebende Hoffnung, was wir zu Jesus Christus haben, der hilft uns auch dazu, dass wir in Einigkeit werden können, zu schaffen als Kinder Gottes. Dass die Welt wird sein, dass die Welt wird Jesus Christus in ihr Leib sein durch uns. Wir sollen keinmal so leben, dass die Menschen sollen uns sein, dass die sollen uns kennen, aber dass die Jesus wird finden durch uns Leben. 1. Petrus 1, Vers 3 sagt,
lof Gott unseren Herrn Jesus Christus, sein Führer, will sein Mitleden wie so groß, dass er uns nie geboren hat, zu einem Leben gehoben, dadurch, dass er Jesus Christus von Tod abwirkt. So durch Jesus Christus, der wir das Leben gehoben haben. Kinder Gottes beten wir alle denselben Führer an. Als dat in deze kant Welt is, als dat in jene kant Welt is, als dat hier in Chihuahua is, als dat in Durango is, oder wo immer het is. Kinder Gottes, wir beten alle für den einen selben Führer. Uns Führer Jesus Christus. Sehr interessant das Gebet, was Jesus seine Jünger lehren deed in Matthäus Kapitel 6, dort unser Vatergebet, das ist uns alle bekannt. Der erste Vers sagt, hij fängt es an und sagt, du wen soll je so beten, ans Vater im Himmel, die Namen soll geheiligt worden. Worauf die Kinder Gottes, die verherrlichen Jesus auch durch ihre Gebete. Das Gebet unser Vater ist ein sehr schönes Gebet, was Jesus gelehrt hat. Das können wir sagen, alles Ben, was ein Kind Gottes brauchen wird. Aber so sehr viele Menschen, die haben das Gebet auswendig gelehrt, die sagen das Gebet auswendig, und weiten aber nicht, was sie beten tun. Und eigentlich wird Jesus Christus veranirrt auf sehr viele Städten mit dem Gebet. Denn wir beten da, unser Vater in den Himmel, dein Name werde geheiligt. So, liebe Torika, wenn wir dort Gebet beten tun, ist uns Leben dann auch so, dass sie nun verherrlicht wird auf diese Erde? Wenn der Ablehnung Uneinigkeit ist oder Leiflosigkeit ist, dann beten wir vor dem Himmel, die Namen soll heilig geholt werden, die Namen soll verherrlicht werden hier auf dieser Erde. Schafft das durch Uneinigkeit, schafft das durch Leiflosigkeit, schafft das durch ein glückliches Leben, Jesus die Namen verherrlichen. Dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. So was hat Gott vom Himmel? Was ist Gott sein Plan für uns dort im Himmel? Was ist Gott sein Willen? Wo passieren Dinge im Himmel? Wir stellen uns vielleicht vielmals vor, wo der Himmel macht luten. Offenbarung redet viel von, wo der Himmel wird sein, und wahrscheinlich wird sein, und so wie das dort. Und dann sagen wir, beten wir noch die Gebet, dort sein Willen soll hier bei Erden passieren, so ist dort im Himmel. So schafft dort durch, wenn der Ablehnung Uneinigkeit ist, oder Lieblosigkeit, oder glückliches Leben kann es sein, dort, wenn die Gemeinde nicht, wenn die Gemeinde sieht, Dinge vielleicht versuchen, so gut ohne, das Ding versuchen, dort versuchen, aber ich will mein einer Welt leben. Ich will so leben, dass ich will, die Gemeinde achtet nicht sehr viel, dort hält nicht viel an, was die Dinge, was die Gemeinde hat, Regeln, was die Gemeinde hat, was angeboten wird. Ich will bis zu leben, dass ich will leben. Wird Jesus die Namen, der uns dort verherrlicht auf diese Erde? Passiert sein Willen auf Erden, so dort im Himmel passieren wird? So Kinder Gottes, die kicken, die streben noch dann noch zu, dass sie dann worden und die Wahrheit auf die Einigkeit leben. Und dort, wenn wir beten, dass dann uns vor dem Himmel, dass er dann noch wird verherrlicht worden der. Sehr viele Menschen kennen das Gebet auswendig, haben mal auswendig gelehrt in der Schule. Ich bin es in der Schule auswendig gelehrt. Und dann in der Schule, kennen wir so viel über die Tag, was ist das Gebet wirklich? Da glaube ich, die Lehrer, die uns erklärt haben, was das Gebet ist. Da habe ich das volle Tuffe drin, ich habe das nicht mehr beholt. Und aber anyways, Jahre nicht dort gelebt, was gelehrt hat in das Gebet. Mir ist die Lutherität besonders sehr viel wert geworden, das Gebet unser Vater. Dort behorchen, was man beten wird. Und dann noch, was wichtig ist, dort dann noch zu leben, was das Gebet sein wird. Johannes 3, Vers 10 sagt, Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Sehen gibt, dass all die, die in ihm bleiben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. In Galater 3, 26 sagt, nu sind die durch den Glauben an Jesus Christus alle Gott seine Kinder. Kinder Gottes, worauf die wahre geborene Christen, die nicht stufige Christen sind, die weiten dort wie sich im Hort. Dort, wenn Jesus kommt, dann
wo wir mit Armtop erdrückt wurden von der Erde. Der haben die Klarheit bei sich im Hort, ein Tag wie Jesus zu sein. So viele Menschen von der Tag, die leben eine Unklarheit und geben dort ebenso, dort, wir können doch nicht weiten, als wir gerade sind. Wir können nicht weiten, als wir gerade sind. Vielleicht wird das ütreten in einen Tag. Dort ist, das ist schon erwähnt, dort ist eine deutliche Hoffnung. Wenn Menschen auf so gehen, dort vielleicht wird es in einen Tag nochmal ütreten, alle Gute, was die tun haben. Das Vers sagt, dort Gott hat die Welt so lief, wie er auf die ganze Welt erschaffen. Das sage ich hier nicht, dass er auf den Sinn lief. Manche Menschen meinen vielleicht so verstehen, dass wenn wir reden von der Welt, dann ist das dann der ganze Sinn auch mit an. Das sage ich hier nicht, dass Gott auf den Sinn lief. Er sagt, er auf die Welt lief, wie er auf die gemerkt. Er auf die Welt, die ganzen Menschen, alles, was du bist, hat er gemerkt. Das sage ich, er hat es so lief, dass er den einzigen sehen, Jesus Christus. Jesus hat wir dann wie den Vater, was er diese Welt merken hat. Dann wie er mit Gott tut. Und er hat den einzigen sehen, Jeffrey steckt in diese Welt, am all wird am Glauben, darf nicht verloren gehen, aber 100 ewig leben. Dort ist wahrscheinlich. Dort ist ein Leben gehoben. Dort ist ein Leben gehoben, das ungenommen zu haben, was Gott für uns zu tun hat, den Sehen Jesus Christus hat für uns geschenkt. Und dort ist ein Leben gehoben. Und das sagt, nu sind die durch den Glauben an Jesus Christus alle Gott seine Kinder. So, wenn wir uns glauben in Jesus Christus klar haben, und wir in der Einigkeit leben, was Jesus von uns verlangt, sagt er, dann sind wir Gott seine Kinder. Das ist ein Leben gehoben. Das ist, was hofft wird. Das ist nicht, was so sichert ist dort. Wir wollen keinmal getestet worden, nicht? Wenn wir Menschen einmal nächsten Wort versprechen, dann manchmal hast du damit wir vielleicht unsere Versprechungen ändern. Mit Dinge ändern, ist es nicht so uitgekommen, was wir gedacht hatten. Aber diese Versprechen, was Jesus für uns hat, die wird keinmal ändern. Das ist, was sichert, ab was wir gehen können. Das ist ein sicherer Glauben, an den Glauben zu leben in Jesus Christus. Dann sei wie Gott seine Kinder. Sagt, wir haben alle dieselbe Leib. 2. Korinther 4,14 sagt, dann Christus seine Leib trifft uns zu Tod, weil sie glauben, dass einer vor allem gestorben ist, und darum sind wir alle gestorben. Ja, 1. Johannes 3,14, wir wollten, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind, weil wir Leib für die Brüder haben. Wer den Nächsten nicht retten kann, ist noch tot. Das ist eine Prüfung für uns. Eine Prüfung für uns, was wir, wo wir uns prüfen können, was wir dort irgendwie leben haben. Was wir dort Worte leben haben. Was wir im wahren Glauben leben tun. Sag ich, wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Wodurch? Und was haben wir dort prüfen, dass wir vom Tod sind zum Leben gekommen? Wenn wir Leib für die Brüder haben. Und wenn wir Leib haben und einander, als die Schwestern Leib untereinander haben, dann hast du auch eine Einigkeit. Dann schaut's wie auch die nächsten Wort. Dann schaut's wie die Gemeinde Wort. Dann schaut's wie die Dienerschaft Wort. Dann schaut's wie den Lehrer Wort. Dann haben wir ein Verlangen, dort dann auch zu leben, sodass die Gemeinde Jesu Christi konjugiert werden. Und das heißt, wer den Nächsten nicht retten kann, wer den Nächsten nicht leben kann, wer die Nächsten nicht kann gut sein, sagt er, der ist dann noch tot. Das ist dann nicht zu das ewige Leben gekommen. Aber die Bibel sagt keinmal, dort, wenn jemand einen Sinn leben wird, dann soll er auch den seinen Sinn leben. Die Bibel lehrt sehr klar, der Sinn, der soll wir hassen. Der Sinn, der führt zum Tod. Aber der Mensch, der hat Gott gemerkt. Da braucht dort wie, dem wir schatzen dann, dort wie eine Leib haben für den Nächsten. Wenn wir nicht eine Leib haben, für den Mensch, der einen Sinn leben wird, wo wird er getroffen worden in Jesus Christus? So, der Sinn braucht dort wie die Mäden tun, aber da, wo Gott gemerkt hat, dort die Schöpfer Gott gemerkt hat, ist wichtig, dort wieder was schatzen tun. Und das ist eine Prüfung für uns, was wir wirklich sind vom Tod zum Leben gekommen, wenn wir dein Leib, was Jesus für uns sagt, was wir sollen haben, wir unter haben. Welches sind Folge davon, wenn Kinder Gottes sich einig sind? So, wir haben hier, vielleicht nicht ganz klar nicht die Punkte alle gesagt, aber wir hatten hier, was die ersten paar Punkte von, was sind die Folge von,
wenn Kinder Gottes sich nicht einig sind. Wir ans Heiland Jesus wird betriebt, und wir dann eine Schon auf uns bringen, und dort halt unter von der Bekehrung trägt. Und wir haben hier Punkte gehört von, was braucht dort, um ein Kind Gottes zu sein, um diese Einigkeit zu leben. Und nu, noch was sind die Folge davon, wenn Kinder Gottes sich einig sind? Sagt, dass sie haben ein gutes Zeugnis bei der Welt. Ein gutes Zeugnis haben, dort das, was anscheinend ist. So, wie gleich nur, wenn Menschen Gott reden dann von uns. So, und dann, wenn wir dort Zeugnis, was wir oft geben, dann, wenn wir dort ein helles Zeugnis sein. Wenn Menschen was reden wollen über uns, dass sie dann was Gutes können reden. Dass sie Jesus Christus wollen verherrlichen durch uns. Nicht uns loben. Wir sollen keinmal so leben, omdat wir wollen gelobt worden. Wenn man redet von dem guten Zeugnis haben wie der Welt, dann meint das so viel, dann wollen sie Jesus Christus loben durch uns. Das ist, was ein gutes Zeugnis ist, dass Jesus verherrlicht wird. Und sie haben auch noch Gott seinen Segen ab sieht. Psalm 133 sagt, ein Lied von David auf der Reise in Jerusalem zu singen. Wo Gott entscheint als der Tag, wenn Brüder in Einigkeit top leben. So das so aus die Diere Balsameil, der Aaron von Kopf rauf am ganzen Bord nennen ran, dort Arm, dort ab die Kleider regt. Dort ist so aus von der Däv vom Himmel, von Hermonburg, wird auf den Zionsburg fallen, willst du ja der Haar seinen Segen, dort leben für immer und ewig. So ein ewiger Segen, wo Gott versprechen wird, auf dich, wo du an Jesus Christus leben, wird in Einigkeit in ein Leben tun. Und dann nächste erste sind, wie Kinder Gottes sind dann glücklich, dann merken wir unglücklich. Und ich mit von, dort, wenn Kinder Gottes sich uneinig sind, merkt uns selbst auch glücklich. Merkt uns selbst auch wohlfühlen. Und wenn wir wollen glücklich und gesehen sind, dann braucht dort, dass wir in der Leib Gottes leben tun. Und wo kann das herrliche Tubschaffen, herrliche Einsehen, mehr tonehmen? Als durch die Gemeinschaft Jesus Christus. Philipper 2, Vers 5 sagt, sieht euren unter so an, was Jesus Christus selbst wir. Ja, so wo ich habe diese Gemeinschaft mit Gott, also das Einsehen, das Tubschaffen, mehr Bühnen, durch die Gemeinschaft Jesus Christus. Und ja, der Vater, der du gelesen hat, wir sollen so gesandt sein, als Jesus Christus selbst wir. So, was ein paar Beispiele. Wo wir Jesus Christus gesandt. Was haben wir für Zeugnis von Jesus Christus? Wenn wir überdenken dann, was hat Jesus für uns zu tun? Ja, wo wir sind in der Tür über andere Menschen. Uns Menschen, unsere Natur vom Fleisch als sehr leicht ist dort, uns mit rechnen und den Nächsten. So? Wenn du nicht kriegst, was es ich will, dann wollen wir uns rechnen in den. Und das ist fleischlich. Das ist nicht, was Jesus gefallen hat. So, wo wir Jesus sagen, ein paar Beispiele. Was Jesus dort im Garten Gethsemane wir in die Soldaten kamen daheim, am Post zu nehmen, seine Zeit wie aufgerannt, er hat Gebet zu den Führer, und er kam, einmal war er trainiert, seine Jünger, er fängt auf wieder schlucken und so weiter. Und dann ist die Soldaten dann kommen, um den Post zu nehmen, und dann ist Petrus da. Petrus hat wie immer so noch, was sehr leicht reden deit, leicht und in den Nungen deit. Und dann wie Petrus hier war, und dann sagt er, dass er nahm sein Schwert, und er hakt den einen Soldat das Uhr auf. Was sagen wir dann von Jesus? Wir wollen hier nicht gucken, wo wir Jesus in der Anstellung. Petrus in der Anstellung sagen wir auch. Petrus hat nur sehr leicht, nur so sein Fleisch das jankert. Das wird hier auch da. Er holt mit das Schwert und hakt den Soldat das Uhr auf. So Jesus wird noch nicht so leicht können sein, dass das unterstützen und sein, am laufenden Pferd und sagen, ja, wer wir Pferde war, wer wir uns rechnen an den Menschen. Wo wird da Jesus tun? Jesus hat gesagt zu Petrus, nimm den Schwert, steck dort dahin, wo das Handy hier und dort, und er dort
zijnde Eva, dat hij ook gedaan had. En dan nam Jezus dat oor van de soldaat en hij nam en heil dat fresh aan. Während die door weer en aan willen vastnemen, aan willen handrechten, aan kritsen willen, dan nam hij en hij heil zijn oor fresh aan. Zij we door Jezus zijn aanstelling, Jezus zijn levende aanstelling, diegene Eva, wat arm kwam verhassen, wat arm kwam zum verschlonen en zo wieder. En als Jezus dan is om kritsen weer, dan al die wat aan dan verspot hadden, oder veel van die wat aan verspot hadden, wat aan versleeuwen hadden, en aan kritseneld hadden, stond er ooit nog bij hem kreets, wil hij daar een zeer, zeer grote nood heen deed verdienen in mijn zin. Dan mijn hoort zich dan roopt hij uit en zegt er, Vater, vergeef ihnen, wenn sie weten nicht, was sie tun. Sei wir die vergebende Anstellung, was Jesus da hat. Das müssen ein paar Beispiele von. Die Bibel sagt, wir sollen untereinander so gesandt sein, als Jesus gesandt wird. Das müssen ein paar Beispiele von, wo wir Jesus gesandt. Wo sind eigentlich von der gesandt über uns Nächsten? Haben wir eine Leib für den Nächsten? Können wir so eine Leib haben, dass wir können gemeinsam top schaffen? Jesus in die Gemeinde bühren, dass die Welt das sieht, dass er der Heiland Jesus Christus ist. 2. Petrus 1, Vers 8 sagt, dit te kriegen, bekleidt je Glauben mit guten Worten. Die moeten ook onder Kenntnis nehmen. Dan moet je ook leren, die selbst zu beherrschen, wodurch je standhaft worden, standhaft sein, moet mit Gottes Volk verbunden sein. So, die Bibel lehrt uns, da braucht, dass wir uns lernen, selbst beherrschen. Unsere Natur beherrschen, Leiflosigkeit beherrschen. Verschiedene Dinge braucht, dass wir lernen, ein keuches Leben zu leben, dass wir uns beherrschen von leichtfertig sein, leiflosig sein, so wieder. Da braucht, dass wir das lernen. Und das sagt, das seht hier dort, uns selbst beherrschen und standhaft sein und so wieder dort, erst mit Gottes Volk verbunden. Von der ersten Tag wird Gottes Volk auf viele Städten auch verstehen. Ich will bloß dort bei uns rahmen. Dort viele haben so zu holen in der Kolonie, dort Gottes Volk dort meint, dann haben wir Angst vor Gott. Da sind ein paar Lied, wo angefangen haben, bei uns in die Kirche zu kommen, wo die denken und sich an die Kirche anschließen, und die Monde vertellen mir, sein Bruder hat ganz kürzlich zu mir gesagt, dort die Bibel, die lehrt dort, wir müssen Angst haben für Gott, was für den so tun. Wir müssen Dollar abpassen, für ein wahrhaftiges Leben für Gott zu leben, was ein Sinnleben für den so tun. Und du kommst das mit an. Dort die Bibel sagt, wir sollen Gottes Volk haben, wir sollen uns fürchten für Gott. Und das ist sehr, sehr traurig, wenn dort arg verstanden wird, oder sogar arg gelehrt worden ist, dass wir sollen Gottes Volk haben. Gottes Volk, dann Karte sagt, das meint, dann haben wir Angst für ein Sinnleben. Wenn wir aufrecht Gottes Volk haben, dann werden wir gleich ein Sinnleben. Dann schaffen wir alles, was wir können, wo Gott uns zu denken hat, schaffen wir ein Leben zu führen für Gott, eine Einigkeit, in ein Leben zu leben. Letzte noch, wo konnte mehr verbunden werden durch die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Und der Vers sagt, wo die Hirten gesehen haben, damit haben wir bekannt gemacht, dadurch kann jemand mit uns die Gemeinschaft haben, und unsere Gemeinschaft erst mit Gott, den Vater, und mit seinen Sehen, Jesus Christus. So möchte der Herr das sehnen, und möchte wir können an der Wort auf die Gemeinschaft leben, was Jesus an sein Gebet hat, und dass wir möchten bewahrt und beschützt bleiben an den Glauben in Jesus Christus. Ich kriege nun heute dann eigentlich zum Gebet. Almachtiger himmlischer Vater, wir danken und preisen dir für so eine sehr gesehene, wertvolle Täten, die wir haben. Wir danken dir für den dir das Wort. Wo wir immer weiter in den Wort lesen, wo wir uns erfrischen können und uns die geistliche Speise durchnehmen. Und wir sollen noch, wo du ein Gebet, am Himmel fahren, du Lieden durchgehen, wo du für deine Dinge Gebet hast.
En ook, du zegt zo dat du bezig al die, wat een dag voor zum Glauben komen, hast du alle für gebet. Du sagst wie alle met aan. Wir sind ook al die met aan, wat von jou noch nicht im Glauben zijn. Maar Jezus, die sagst du ook, dat wir sollen, durch unser Leben, durch unsere Einigkeit, het zal doet gedaan aan dat meer mensen kan zum Glauben komen. Dat ze dat erkennen kan en dat vangt te geloven dat du ons Heiland Jezus Christus bist, dat du de Seen Gottes bist. Herr Jesus, mocht wie dat omwandelen en mocht wie die lovende prijzen waar allemaal wie zijn. Dat de omgeving dat zijn kan door de leven eindigheid, dat du ons die raad hast. En dat we ook worden woordhoofd in geloven bewijzen. En de leven gehoopning blijven, wat du ons leist, wat we derven gaan. Im Schafura, ik weet ook wieder hier Gemeinde, wo die einfach schützen bewahren und wieder zum Segen saten und wieder auch noch gewossen tonehmen. So, da tust bei uns, Herr Jesus, wo die uns durch wieder sehen und hast uns viel gesehen und wir danken dir dafür. Wir sind uns wieder ganz abhängig von dir, Herr Jesus, und den Segen von dir. Wir auch für Pläne, was hier sind, was viele Dinge, was am Bulletin dann ist, was in der Gemeinde geschafft wird, bestehend durch euch richtig segnen. Schule, Jugend, sie mit dem Bier. Bitte Jesus in die. Nummer 347. Lasst uns stets einander leben mit der Liebe Jesu Christ und es in der Tat beweisen, dass die Liebe in uns ist. Freudig liebend alle Brüder, im Wortgebot, freundlich gegen alle Menschen, linden stets des nächsten Not. Wenn ein Herz sich wird verlassen und die Augen Tränen feucht, sanft durch Wort und Liebestaten auf den Kummer schnell verscheucht. Freudig liebend alle Brüder, wissen Herren Wortgebot, freundlich gegen alle Menschen, den Schutz des nächsten Not. Lasst uns helfen, den Gefallen heben auf mit sanfter Hand. Trost und Liebesworte geben, weisen auf ein bestes Land. Freudig liebend alle Brüder, wissere dem Wortgebot, freundlich gegen alle Menschen, linden stets des nächsten Not. In der Welt, die voller Sorgen geht, es manch betrübtes Herz, doch durch Gottes Gnade
will es uns stillen vieler Schmerz. Treulich liebend alle Brüder, deren Wort gebot. Freundlich gegen alle Menschen den stets des Nächsten Not. Treulich liebend alle Brüder, singen wir uns du so. Das wordt ook sehen, ja? Das ist bei Johannes sieht, die Bedingung ist der Leib und das Teken ist der Leib. Und das sagt du so, Liebe untereinander. Interessant, das sagt du nicht, liebe deine Freunde. Der wird die gleich top zu sein. Bleib untereinander. So dort ist, dort kann Teken. Und dort du so ist. Wir haben gesagt, klar, das wird gehört, was dann folgen, wenn du nicht Einheit hast, wird dann folgen, wann du Einheit hast, und was ist Bedingung dafür, und dort ist der Leib untereinander, Gemeinschaft. Ich möchte das sehr betonen. Der Leib untereinander. Wir können nicht Leib beweisen untereinander, wenn du nicht unterwegs Gemeinschaft hast. Muss Gemeinschaft sein, untereinander, nicht mit den Freunden, untereinander. Dort ist, wo das zu sein wird. Das ist besonders Kernthemen. So erklärt erst, zeitgemäß das Wort, wenn ich glaube, wir leben dort und wir sein dort, und das ist eine Bürde für viele gewesen, und ich glaube, es ist kein Zeit gewesen, wo der Herr das Wort auf euch leicht für seine Gemeinde. So, wenn wir uns dort mitnehmen, möchte der Herr uns zu gnädig sein. Jetzt werden wir uns den Tag loten. Schön, ich den eigen Segen mit dir. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, nun an bis in Ewigkeit. Friedensarm.